Passives Einkommen aufbauen ohne Geld. 5 Wege und Tipps, um das zu erreichen. Hallo, mein Name ist Jens Lindner und auf diesem Kanal geht es um Tools, Gears und Mindset, um dich in deinem Online-Business noch erfolgreicher zu machen. Und heute geht es um passives Einkommen und wie du das ohne Geld aufbauen kannst. Grundsätzlich erstmal die Definition von passivem Einkommen. Aktives Einkommen kennen wir alle. Wir tauschen Zeit gegen Geld. Das heißt, ich gehe zur Arbeit und bekomme dort einen Stundenlohn, klassische aktive Arbeit. Oder ich bin ein Trainer und die Kunden buchen mich stundenweise, aktives Einkommen. Ich tausche also meine Zeit gegen Geld. Bei passivem Einkommen sieht es etwas anders aus. Ich investiere Zeit im Voraus, ohne einen Cent dafür zu bekommen. Das heißt, ich bereite Kurse vor, ich bereite Videos vor, so wie das Video jetzt hier zum Beispiel. Ohne aber vorher zu wissen, ob das, was ich jetzt hier gerade tue, Erfolg hat. Aber wenn es Erfolg hat, dann tausche ich in dem Fall nicht mehr Zeit gegen Geld, weil dann läuft es im besten Falle mehr oder weniger automatisch. Das heißt, die Kunden buchen meinen Kurs 24 Stunden am Tag, ohne dass ich aktiv daran irgendetwas tun muss. Das ist passives Einkommen. Aber, was ich vorhin auch schon erwähnt hatte, passives Einkommen ist nicht möglich, ohne Zeit zu investieren. Das heißt, du musst eine ganze Menge Zeit im Voraus zu investieren. Das ist also was komplett anderes als get rich quick, also oder schnell und hektisch reich werden, wie wir Deutschen sagen. Das heißt, das ist nicht etwas, was du innerhalb von 2 Wochen erledigen kannst oder innerhalb von einem Monat. Du brauchst hier einen langen Atem, und zwar einen langen Atem in der Weise, dass du viel Zeit investierst, ohne auch nur einen Cent zu sehen. Möglichkeit Nummer 1, du baust dir einen Social Media Account auf. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok oder meinetwegen auch Snapchat. Das heißt, du wirst zum Influencer. Das ist übrigens auch der beliebteste Beruf 2019, bestimmt auch 2020. Das heißt, alle Kids wollen gerne Influencer werden, also über das Internet, über Social Media ihr Geld verdienen. Und viele fragen sich, wie kann ich denn eigentlich Geld verdienen mit beispielsweise Instagram? Das geht nur, wenn du eine gewisse Reichweite hast. Also Reichweite wird in diesem Fall beziffert mit Follower. Also die Leute, die sich regelmäßig deine Stories und deine Bilder anschauen und interaktiv mit dir kommunizieren. Das heißt, du postest ein Bild und dort gibt es dann entsprechende Reaktionen wie ein Like oder ein Kommentar. Wenn du genügend Follower hast und genügend Aufrufe hast, dann kommen automatisch irgendwann die Firmen auf dich zu und bieten dir eine Kooperation an. In Form von Gratisprodukten, was dir einen geldwerten Vorteil bringt, oder aber auch klassische Werbebuchungen. Das heißt, für jedes Bild oder für jede Story, die du auf Instagram postest, bekommst du bares Geld. Hört sich klug an, ist aber ein langer Weg. Weil bevor du die gewisse Basis an Followern aufgebaut hast, musst du viel Zeit investieren. Du hast eine sehr lange Learning-Kurve, gerade wenn du es ganz alleine probierst, so etwas aufzubauen. Das gleiche ist übrigens auf YouTube. Das heißt, wenn du anfängst, YouTube-Videos zu posten und über dein Thema zu sprechen, sei es Tech-Reviews oder so wie dieses hier, ein Business-Kanal, wirst du lange brauchen, bis du da eine Basis von Abonnenten hast, die sich deine Videos regelmäßig anschauen. Weil diese ganzen Plattformen sind ja super transparent. Du kannst ganz genau sehen, als der dich für die Werbung bezahlt am Ende des Tages, wie viele Aufrufe hat denn der Kanal. Na, gerade auf YouTube ist es relativ einfach zu sehen, wie viel Abonnenten hat der Kanal und wie viele Aufrufe hat im Schnitt welches Video zu welchem Thema. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Wenn ich heute über Kochrezepte poste, ja, und nächste Woche bekomme ich eine Werbebuchung über Autowaschmittel rein, dann kann man sich ja vorstellen, wie da die Aufrufe sind, weil deine Abonnenten interessieren sich dann eher für Kochrezepte als für das Waschen von Fahrzeugen. Das heißt, da wird dann eben die Kurve und das Interesse stark abnehmen. Also musst du schon themenspezifisch deinen Kanal aufbauen, sehr spitz am besten, und dort ein Unternehmen finden, die dich dafür bezahlen. Nochmal, das geht nicht innerhalb von 3 Tagen, das dauert Monate bis teilweise Jahre. Also das ist etwas, wo du einen sehr langen Atem haben musst. Es sei denn, du hast so ein spannendes Thema und du hast den Lucky Punch, dass du plötzlich explodierst in deiner Abozahl. Gibt es natürlich auch, und du dann entsprechend dann relativ schnell an deinem Ziel bist.
Ein guter Freund von mir, der Mohammed, der hat einen Influencer Masterkurs aufgebaut. Den Link findest du unten in der Description. Dort erklärt er dir, wie es schneller geht, also wie du ohne Fehler an dein Ziel kommst, um hier auch ganz, ganz schnell dann Geld zu verdienen. Also ganz schnell heißt aber auch nicht in 2 Wochen, das heißt auch nicht in 2 Monaten. Das heißt, es dauert dann auch relativ lange, ich sag mal so, dafür, dass man wirklich die Zeit vorinvestieren muss. Die zweite Möglichkeit, passives Einkommen zu generieren, wäre über ein E-Book. Das heißt, du schreibst ein Buch über etwas, wovon du besonderes Wissen erlangt hast im Laufe deines Lebens. Ja, sei es, du bist gut im Hundetraining, ja, du kannst eben gut Hunde trainieren, darüber könntest du ein Buch schreiben, über deine Erfahrungen berichten und Tipps und Tricks an Hundehalter geben. Viele sagen jetzt, ja, ich bin aber nicht der große Schreiber und ich habe jetzt nicht so viel Ahnung, wie man Bücher aufbaut, ich weiß nicht genau, wie ich loslegen soll. Da gibt es dann entsprechend auch Kurse, Online-Kurse, die findet man auf Udemy oder auch gerne auf Skillshare. Die beiden Links findest du auch unten drunter. Und dort kann man sich beibringen lassen, mittels Kurs, mittels Videokurs sogar, wie man dann ein E-Book verfasst. Das heißt, wie kommt man zu der Idee, wie strukturiert man ein E-Book, wie schreibt man ein E-Book, ja, am effektivsten und am Ende des Tages, was dann die meisten Leute interessiert, wie ist die technische Umsetzung. Das heißt, wie bringe ich dieses Buch, was ich beispielsweise in Word geschrieben habe, jetzt letztendlich auf Amazon in den Verkauf. Hier gibt es relativ günstige Kurse, eben auf Udemy, was ich schon erwähnt hatte. Das ist nicht die Hürde. Die Hürde für viele ist, die Zeit zu investieren, den Atem zu haben, so ein Buch zu schreiben und natürlich die Sicherheit, auch alles richtig zu machen. Richtig in Form natürlich von Know-how, was dort in diesem Buch vermittelt wird, aber auch dann eben vom Satzbau und von der Rechtschreibung. Und hier einen kurzen Tipp. Du kannst natürlich dein Know-how durch niemanden ersetzen lassen. Also das musst du schon selber schreiben, das Buch. Aber die Rechtschreibung und den Satzbau und das Format des E-Books und das Layout vom E-Books kannst du für richtig schmales Geld auf diversen Plattformen bekommen. Beispielsweise ein E-Book-Layout kannst du auf Fiverr, den Link findest du ebenfalls unten drunter, für, sagen wir mal, 10 bis 15 Euro bekommen. Damit ist das ganze Thema für dich schon mal abgehakt. Das Lektorat bzw. das Korrektorat, das ist dann schon etwas teurer. Also wenn du nicht hundertprozentig sicher bist in der deutschen Rechtschreibung, im Satzbau, dann solltest du da in diesem Fall vielleicht doch Geld in die Hand nehmen und das nochmal von einem Experten überprüfen lassen. Zumindest, dass dort die gröbsten Rechtschreibfehler raus sind. Davon mal ganz abgesehen, die meisten Programme, mit denen du Texte verfasst, wie Word beispielsweise, haben ja schon eine integrierte Rechtschreibkontrolle. Das heißt, das Allerschlimmste dürfte eigentlich gar nicht drin vorkommen. Und dann veröffentlichst du das Buch und versuchst dann eben, das über Webseiten wie Facebook oder auch Instagram oder über Affiliate Marketing, da komme ich später noch zu, was das genau ist, zu vertreiben. Das funktioniert alles theoretisch ohne Geld. Und das ist auch ein relativ schneller Weg. Auf jeden Fall schneller als Influencer Marketing. Ich kenne wirklich gute Kurse, wo dir beigebracht wird, wie du innerhalb von 24 Stunden ein E-Book schreibst. Kein E-Book mit 500 Seiten, aber ein E-Book, was du verkaufen kannst, in einem Umfang von 80 Seiten. Zum Beispiel. Von der Idee über die Struktur bis zum geschriebenen Wort innerhalb von 24 Stunden. Ich habe selber ausprobiert, es funktioniert hervorragend. Wenn du dich genau an der Struktur hältst, die dir dort beigebracht wird, hast du innerhalb von 24 Stunden ein wirklich gutes Buch geschrieben, wenn du natürlich Experte in deinem Thema bist. Davon sollte man ausgehen. Und Experte heißt, dass du wirklich nur einen Schritt mehr weißt als der dein Buch kauft. Ja, sobald du ein bisschen mehr weißt als jemand von deinen Kunden, bist du der Experte. Du musst also kein super Vollprofi sein, in der Hundeerziehung zum Beispiel, aber du musst schon ein bisschen was wissen, mehr wissen als der Durchschnitt. Und wenn du eben nicht ganz sicher bist, ob es mehr als der Durchschnitt ist, dann nennst du dein Buch halt Hundetraining für Anfänger. Und wenn du dir sicher bist, dass du Experte bist, dann nennst du das Buch Hundetraining für Fortgeschrittene. Das bringt mich zur Möglichkeit Nummer 3, und zwar
generierst du einen Online-Kurs. Einen Online-Kurs, wo du dein Wissen per Video vermittelst. Du musst dich nicht notwendigerweise vor die Kamera setzen. Du kannst auch über Slides, also über PowerPoint-Präsentationen, dein Wissen per Video vermitteln. Das machen übrigens die meisten. Wenige setzen sich die ganze Zeit, also die ganzen 8 oder 10 Stunden, wie lang eben dieser Kurs im Videoformat geht, vor die Kamera und zeigen ihr Gesicht. Die meisten haben ein kurzes Intro, wo sie sich dann per Gesicht vorstellen und dann wechseln sie sehr, sehr schnell zu den Slides und erklären dann dort ihren Stoff bzw. das, was sie gerne vermitteln möchten. Du brauchst keine teure Kamera dafür. In den allermeisten Fällen reicht ein ganz normales Telefon. Die haben eine sehr, sehr gute Kamera, ein Stativ. Aber was wichtig ist, dass du ein vernünftiges Mikrofon hast. In dem Teil, wo du dich selber zeigst. Und in dem Teil, wo du deinen Bildschirm aufzeichnen möchtest, beziehungsweise deine Bildschirmaufzeichnung dann einblenden möchtest auf dem Videoscreen, nutzt du ein Tool, das heißt beispielsweise Screencast-O-Matic. Das verlinke ich auch nochmal da unten drunter, das nutze ich sehr, sehr gerne. Das kostet 20 Euro, glaube ich, im Jahr. Du hast immer die frischesten Updates und das ist wirklich ein gutes Tool und für deine Verhältnisse völlig ausreichend. Du musst allerdings darauf achten, dass der Ton gut ist. Da musst du möglicherweise ein paar Euro investieren. Ich sag mal 20, 30 Euro in einem einigermaßen guten Mikrofon, damit du auch verständlich dann eben dein Wissen rüberbringen kannst. Wenn du dieses Video abgedreht hast, was natürlich das gleiche Thema sein kann wie das E-Book, was du vorher geschrieben hast. Du könntest zum Beispiel erst das E-Book schreiben, also Weg Nummer 2, und dann zu dem gleichen Thema mit Weg Nummer 3 einen Video-Online-Kurs. Das heißt, du hast beide Parteien abgedeckt. Die gerne lesen, aber auch die gerne Videos schauen. Der Weg natürlich dann dieses Video zu erstellen, beziehungsweise diesen Videokurs zu erstellen, ist deutlich einfacher, weil du hast ja schon deine Struktur, du weißt, was du sagen willst und das dann später auf Video nochmal aufzusprechen und zu veröffentlichen, ist relativ einfach, beziehungsweise ist deutlich einfacher, als wenn du von Null anfängst, also wenn du zwei komplett unterschiedliche Themen machst. Außerdem positionierst du dich dann, wenn du Weg 2 und 3 direkt angehst, dann als Experte in diesem Feld. Du kannst natürlich die beiden Wege auch umdrehen. Du kannst erst einen Videokurs erstellen und dann aus diesem Videokurs kannst du ein Buch erstellen. Ja, möglicherweise von der Strategie her könnte man sagen, ich erstelle erst einen Videokurs, wenn ich in der Rechtschreibung nicht so fit bin und im Satzaufbau nicht so fit bin. Aus diesem Videokurs, wenn ich genug Geld damit verdient habe, besorge ich mir auf Freelancer-Plattformen einen Ghostwriter, der meinen Videokurs in ein Buch umformuliert. Dann habe ich das Buch außerdem am Start, ohne auch nur extra Zeit zu investieren. Da müsste ich dann ins Geld investieren. Aber heute geht es ja ohne Geld. Diesen Kurs veröffentlichst du dann auf deiner eigenen Webseite. Ja, da gibt es verschiedene Tools, mit denen du solche Kursseiten aufbauen kannst. Beispielsweise Kartra. Kartra hat ein Payment-System dabei und eben auch eine Möglichkeit, dass du über das Payment-System in einen geschlossenen Bereich kommst, eben deinen Online-Kurs. Und Kartra hat außerdem auch noch eine Videoplattform, da kannst du deine Videos hochspielen, die kann man dann auch wirklich nur in dem geschlossenen Bereich anschauen, also niemand kann deinen Content stehlen und damit hast du eigentlich alles abgedeckt, was du brauchst. Diesen Kurs bewirbst du dann meinetwegen in Facebook-Gruppen, auf deinem Instagram-Kanal oder auch hier. Suchst du dir Affiliate-Partner, also die Leute, die dein Programm bewerben und du denen dann einen gewissen Prozentsatz vom Umsatz abgibst. Auch das kann im Übrigen Kartra hervorragend abbilden. Also den Link zu Kartra findest du auch unten in der Beschreibung. Mit diesem Videokurs könntest du dann später mit Weg Nummer 4 einen Membership-Bereich aufbauen. Ein Videokurs bezahlt man von der Natur her einmal und hat dann ein Leben lang Zugriff drauf. Einen Membership-Bereich, den bezahlst du monatlich. Weniger, da bezahlst du meinetwegen nur 29 Euro anstatt 299 Euro für einen Kurs, aber du zahlst jeden Monat die 29 Euro. Und so hast du immer stetigen Zufluss auf dein Konto. Und wenn du alles richtig machst, dann wächst der Zufluss. Das heißt, du verdienst immer mehr Geld, Monat für Monat. Natürlich kündigen auch einige Mitglieder, gar keine Frage. Aber du musst zusehen, dass du mehr Mitglieder gewinnst als kündigst. Das kannst du beispielsweise, indem du deinen Kurs bewirbst in Facebook-Gruppen, oder auf deinem Instagram-Kanal. Eine gute Variante ist, sich hier auch Affiliate-Partner zu besorgen. Wie gesagt, das kann Kartra schon. Du sprichst große Influencer an
aus dem Bereich, wo du deinen Kurs oder deinen Mitgliederbereich eben generiert hast und fragst, ob sie nicht Lust haben, den Mitgliederbereich gegen eine Provision zu empfehlen. Ja, das ist eben Arbeit. Du musst die Leute anschreiben, du musst schauen, dass sie sich dann mit deinem Kurs beschäftigen und dann, wenn sie den gut finden, auch eine Empfehlung aussprechen. Der 5. Weg ist komplett anders. Hier geht es nicht um digitale Produkte wie der Weg 1 bis 4, sondern beim 5. Weg haben wir physische Produkte und zwar im Bereich des Dropshippings. Dropshipping funktioniert im Prinzip ganz einfach. Wir hatten ja gesagt, dass wir hier 5 Wege haben, ohne Geld zu investieren. Wenn du also jetzt physische Ware verkaufen möchtest, musst du ja im Prinzip einen Lagerbestand haben. Nicht aber bei Dropshipping. Denn du kaufst selbst die Ware, die du verkauft hast, erst dann, wenn der Kunde oder wenn dein Kunde dich bereits bezahlt hat. Das heißt, du kriegst Geld von deinem Kunden und bezahlst mit dem Geld dann eben das Produkt, was du dann direkt zu deinem Kunden schicken lässt. Also ein typisches Dreiecksverhältnis. Kunde bestellt bei dir, du bestellst beim Lieferanten, Lieferant liefert direkt zu deinem Kunden, sodass du damit nichts mehr zu tun hast. Hört sich großartig an, ist es auch. Das heißt, im Prinzip setzt du deinen eigenen Online-Shop auf. Die meisten nehmen dafür Shopify, weil Shopify hat wunderbare Add-ons, also Module, wo du dich an Marktplätzen dann dranhängen kannst und dort einen mehr oder weniger automatisierten Ablauf generieren kannst. Das heißt, bei Shopify setzt du einen Online-Shop auf, sagen wir mal für Hundezubehör. Ein Kunde kommt auf deinen Shopify-Shop und kauft ein Hundehalsband. Du orderst auf direkte Art und Weise dann bei deinem Vorlieferer, meinetwegen auf Alibaba Express, eben aus China, dieses Halsband, bezahlst das per Kreditkarte. Der Hersteller bekommt die Bestellung von dir und die Lieferadresse von deinem Kunden. Und dein Kunde bekommt das Halsband dann eben direkt von der Fabrik. Im besten Falle merkt er das nicht, dass es von der Fabrik ist, sondern glaubt immer noch, dass es von dir kommt. Und so hast du dann aus diesem Business dann entsprechend deine Prozente verdient, weil natürlich verkaufst du das Halsband teurer, als du es dann bei dem Lieferanten aus China einkaufst. Das Ding ist ziemlich gut skalierbar und da verdienen sehr, sehr viele Leute sehr, sehr viel Geld. Gerade dann, wenn du es skalierbar aufsetzen kannst. Und wenn du die Reichweite hast, über deine Kanäle oder über Influencer deinen Shop zu bewerben. Viele glauben dann, sie können relativ schnell auf eBay solche Dropshipping-Methoden abbilden. Das geht theoretisch, ist aber von eBay nicht gerne gesehen. Und eBay würde sowas auch unterbinden, weil eBay erwartet zum Beispiel, dass du die Ware am Lager hast, die du auf eBay veröffentlichst bzw. listest. Ich habe hierzu noch einen zusätzlichen Kanal, der heißt Baygraph, den verlinke ich hier oben nochmal. Dort erzähle ich ein bisschen mehr über eBay und wie eBay funktioniert und wie du dich bei eBay vorne positionieren kannst, also das klassische eBay SEO. Aber im Bereich des Dropshippings hat eBay ganz klare Richtlinien, dass sie das nicht wollen. Du kannst es natürlich über Amazon versuchen. Amazon ist da auch nicht happy drüber, aber theoretisch wäre das möglich. Das Problem ist, und das darf man nie vergessen, die Lieferung aus China dauert natürlich sehr, sehr lange. Das heißt, der Kunde, der bei dir bestellt, der muss relativ lange auf sein Produkt warten, weil es wird ja extra aus China geliefert. Das musst du dem Kunden auf jeden Fall kommunizieren, nicht, dass du hier Frust verursachst und der Kunde dich am Ende des Tages dann nicht weiterempfiehlt. Fassen wir nochmal zusammen. Du wirst Influencer. Das heißt, du erstellst einen YouTube-Kanal, einen Instagram-Kanal oder einen Facebook-Kanal und machst dort Werbung für andere Produkte. Sei es, du kriegst eine Produktbuchung, also eine Produktplatzierung, die du gegen Geld dann auf deinen Kanal veröffentlichst, oder aber mit Affiliate-Marketing, das heißt, du kriegst einen Empfehlungsbonus, du kriegst Geld für die Empfehlung, wirst prozentual an dem Verkauf beteiligt. Nummer 2 ist, du schreibst ein E-Book. E-Book ist relativ schnell erstellt. Es gibt Kurse, wo du innerhalb von 24 Stunden ein E-Book schreiben kannst, vorausgesetzt du bist Experte. Und wie die technische Umsetzung abläuft, das kannst du dir relativ einfach aneignen, entweder übers Internet, über Google oder du kannst dir dort auch dann einen eigenen Videokurs kaufen, wie man denn solche Sachen auf Amazon zum Beispiel veröffentlicht und dann über entsprechende Verkäufe dann das Einkommen generiert. Hier kannst du dir auch Influencer und Marketing-Experten mit an Bord holen, die dein Buch dann bewerben über Amazon und dann von Amazon eben die Affiliate-Provision bekommen. Nummer 3, du erstellst einen Online-Kurs, eben basierend auf dem Buch, was du vorher geschrieben hast möglicherweise, oder du erstellst einen ganz neuen Kurs. Du brauchst nicht viel Technik dazu, du brauchst ein Smartphone dazu, du brauchst eine Screen Capture Software, eben die deinen Bildschirm aufzeichnet und
ein Mikrofon, damit der Ton rüberkommt. Du bist bei weit unter 50 € Invest bei einem Online-Kurs, falls du die Sachen nicht schon zu Hause hast. Nummer 4 ist, du erstellst einen Mitgliederbereich. Das heißt, Kunden treten beispielsweise deinen Club bei und zahlen einen monatlichen Beitrag. Dieser monatliche Beitrag, der läuft regelmäßig auf dein Konto auf, und wenn du alles richtig machst, dann hast du jeden Monat mehr Geld auf deinem Konto, weil du einfach mehr neue Mitglieder gewinnst als verlierst. Du musst natürlich, damit du diesen Zustand herstellen kannst, einen interessanten Kurs bauen. Es reicht nicht, dass du den Online-Kurs, den du vorher dann eben für einen fixen Betrag verkaufst, das einfach als Membership-Bereich nochmal recycelst. Da müssen regelmäßig neue Inhalte rein, da müssen Workshops rein, da müssen beispielsweise Live-Coaches mit dabei, damit du hier auch einen Mehrwert für deine Nutzer generierst. Und die letzte Methode, die Nummer 5, ist Dropshipping. Hier kannst du dann eben über ein Dreiecksverhältnis Geld generieren. Der Kunde kauft bei dir, bezahlt dich für das physische Produkt. Du kaufst mit dem Geld, was du von deinem Kunden bekommen hast, eben bei der Fabrik, und die Fabrik schickt es dann direkt zu deinen Kunden ohne Umweg über dich. Das kannst du im eigenen Online-Shop machen. Du kannst es probieren auf Marktplätzen. Bitte lies hier nochmal die Term of Service, ob das erlaubt ist, ob das gewünscht ist, und da kannst du im Prinzip direkt durchstarten. Hier musst du auch schauen, dass du dich dann dort positionierst, weil niemand kommt auf deinen Shop von ganz alleine. Das heißt, du musst hier schon ein bisschen Werbung machen für deinen Shop, eben beispielsweise mit der Nennung auf Facebook-Seiten oder auch auf Foren, oder möglicherweise findest du auch Influencer, die dir da helfen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Die 5 Wege, um passives Einkommen zu generieren ohne Invest. Macht's gut, bis dann, tschüss.